Hey, ihr seid's schon wieder. Das ist aber ein Zufall. Inzwischen muss ich ja fast sagen, das ist ja mehr als ein Zufall. Denn wir treffen uns hier manchmal so in der Morgenfrühe um 6 Uhr morgens. Die Sonne ist noch gar nicht richtig aufgegangen. Übrigens, der Mond steht hier. Ah, da ist der Mond. Da kann man den sehen. Da ist der Mond. Müsste man vielleicht ranzoomen. Ich wollte heute mal darüber sprechen, ob eine Philosophie, wie zum Beispiel der Spiritualismus, die Welt retten könnte. Und es ist eigentlich meine Überzeugung. Skeptisch bin ich bloß in einer Frage, nämlich werden die Menschen das überhaupt verstehen können? Oder sind sie nicht viel zu sehr hineingezogen in etwas, was ich die Gravitation der Gedanken genannt habe. Denn nachdem sich also diese grundlegende Überzeugung etabliert hat, dass wir auf eine Welt schauen, die unabhängig von uns sei, das Wort objektiv ist damit verbunden, ne? Die objektive Welt, also die außerhalb von uns liegende Welt, auf die wir raufschauen wie auf ein Objekt, ist es, glaube ich, ganz schön schwer davon wegzukommen. Und die Gegenposition dazu wäre ja der Spiritualismus, der also sagt, wir sehen nicht in eine objektive Welt aus Materie, Raum und Zeit, sondern wir sehen in ein Bewusstsein rein und sind selber Quelle und Wasser zugleich. Das mit der Quelle und dem Wasser meine ich so, dass da, wo eine Quelle ist, da muss auch Wasser sein, sonst wäre es ja keine Quelle. Und das Wasser wiederum muss irgendwo herkommen und sagt sich, ich und die Quelle, wir sind eins. Ja? Und wenn man das nun trennen würde, ne, dann könnte man sagen, das Wasser sieht auf die Quelle und sagt, da hinten ist die Quelle. Und die Quelle wiederum würde sagen, Mensch, da vorne fließt Wasser oder so. Und der ganze Sinn ist einfach sozusagen begreiflich zu machen, dass wir Menschen beides sind. Wir sind die Quelle und wir sind das Wasser. Wir sind der Geist, aber wir sind auch die Entstehung des Geistes. Wir sind die Entstehung der Dinge, die wir sehen, der Gedanken, die da sind. Und der ganze, ja, und was daraus folgt aus dem Spiritualismus, das ist also eine ganze Menge von Sachen. Ich denke manchmal, dass das, was Menschen beschreiben, wenn sie so eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dann sagen die ja manchmal, sie sind ins Licht gegangen und dann haben sie so eine riesige Verbundenheit erlebt, die sie vorher nie kannten und die ihnen so viel gegeben hat. Ja? Diese Nahtoderfahrung, das ist etwas, wo die meisten Menschen, die sowas erlebt haben, dann sagen, das hat ihnen eine ganz andere Sicht aufs Leben gegeben. Und ich glaube, dass eine Philosophie die könnte uns dieses warme Gefühl geben, die könnte uns sagen, dass wir verbunden sind. Sie könnte uns sagen, dass wir nicht die Beobachter einer außerhalb von uns liegenden objektiven Welt sind, sondern dass wir Bewusstsein sind. Und genau wie alles andere Bewusstsein ist. Und das würde also vieles mit uns machen, was wir aus der Sicht des Materialismus gesehen, ne? Denn ich meine, ihr guckt alle aus der Sicht des Materialismus. Ich verstehe das ganz gut, denn ich habe ja diese Entwicklung auch gemacht und versucht, den Spiritualismus oder eine ähnlich geartete Philosophie zu erfassen. Aber ich denke, du kannst letzten Endes von außen schwer begreifen, worin der Benefit liegt einer solchen Philosophie. Ich glaube, ich hatte mal Science Fiction gelesen oder gesehen, wo eine außerirdische Rasse auf die Erde kommt oder mit den Menschen kommuniziert. Vielleicht hieß der Film Contact oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, ich muss noch mal gucken, wie die Schauspielerin hieß. Ganz schöner Film eigentlich. Und sie kam dann in so eine Welt rein, wo also die Aliens wurden nicht gezeigt oder so. Es war mehr so eine von oben kommende, so wie göttliche Stimme. Und die sagte,
das könnt ihr nicht begreifen. Wir sind hier schon weiterentwickelt und ihr werdet dazu auch noch kommen. Es war wie so eine visionäre Darstellung eines höheren Bewusstseins. Und dieses höhere Bewusstsein läuft immer darauf hinaus, diese Verbundenheit zu verstehen und dieses einerseits Objektive wahrscheinlich abzulegen, um dann die Welt tatsächlich besser zu verstehen. Denn ich habe ja oft genug über die Widersprüche des Materialismus geredet und versucht darzulegen, die ja zum Beispiel darin bestehen, dass wir den Tod überhaupt nicht begreifen. Wir verstehen das nicht, wo geht unser Geist hin, in den Himmel oder wo ist er dann? Und dass wir die Kontinuität nicht erkennen können, die ja überall da ist. Ne? Nichts hört auf. Und ich denke, dass so gesehen der Spiritualismus oder eine ähnlich geartete Philosophie, sage ich immer, diesen Makel beheben könnten. Ich denke, dass das, was man die göttliche Komödie nennen könnte, also dieses Rumwuseln der Menschen und sie wollen dies erreichen, wollen jenes erreichen und produzieren die größten Katastrophen dabei, das kommt ja ein bisschen von diesem Ich-Universum als Zentrum. Ja, das kommt von solchen Ideen wie der Mensch als Krone der Schöpfung und der Mensch das höchste Denken, das da ist. Wenn man aber die Welt so begreift, dass das hier Denken ist, ein Denken höherer Ordnung und wir sind nur ein Teil davon, dann verbietet sich sowas und es ist irgendwie mehr ein Verstehen, dass wir Teil eines Mosaiks sind. Das ist vielleicht so ähnlich wie das mit der Quelle und dem Wasser. Wir sind Teil eines Mosaiks und ohne uns ergebe das Ganze kein Bild. Gleichzeitig also niemals der Gedanke, wir seien das Bild, sondern wir sind ein Teil eines Bildes und erzeugen ein Bild insgesamt. Und so gesehen wäre das sehr heilsam für die Welt. Ja? Denn was auch immer die Menschen erreichen, diese zentrale Sicht auf sich selber, die bleibt. Ich nannte das in einem anderen Video, glaube ich, das Zentrum jedes Universums. Das Zentrum jedes Universums ist immer das Ich. Und ob du nun ein Bettler bist, der hat ja dann nicht so eine Möglichkeiten, die Welt zu beeinflussen. Aber wenn der Bettler zu einem, aus irgendeinem Zufall, weil er vielleicht sehr fleißig ist oder weil er ein Genie ist oder ich weiß nicht warum, zu einem Prinzen wird oder zu einem König, dann kommt immer dann wird dieses Ich-Universum ganz, ganz wichtig, das Zentrum zu sein. Und man versucht das, was man eigentlich die ganze Zeit versucht hat, nämlich hochzukommen, andere zu beeinflussen und wird zum Dämon für andere Welten, für andere Universen, für andere Ich-Universen. Und ich denke, dass so gesehen eine andere Sichtweise auf die Welt tatsächlich sehr, sehr heilsam wäre. Das ist ja auch etwas, womit die Menschheit seit Tausenden von Jahren laboriert. Also in der Bibel ist es wie die Vertreibung aus dem Paradies, ne? Die allererste Erkenntnis. Der Mensch nicht Teil der Dinge, nicht Teil dessen, was er beobachtet, einfach als wie so ein mechanisches Aufnehmen, sondern als Betrachter von etwas Äußerlichem. Und der Spiritualismus wäre hierfür eine Lösung, meiner Ansicht nach, weil es einerseits intellektuell ist, das heißt, es kommt eigentlich dem Bedürfnis des Menschen, die Dinge wirklich zu verstehen, sehr nahe. Es ist etwas Praktisches. Ja? Man hat also bestimmte Antworten dann einfach da.
Das wäre ein Aspekt, wo man dann wirklich sagen könnte, eine Philosophie hat dann den Platz, den sie verdient innerhalb der Gesellschaft, während wir ja Philosophie als etwas ansehen, derzeit noch, was keinen praktischen Nutzen hat, und sowas wie überflüssig ist. Ja? Interessanterweise ist also eine der Folgerungen, die sich ergibt aus diesem Alles ist Geist, Spiritualismus, ist, dass man die körperlichen Handlungen auch als geistig ansieht. Das heißt, das, was wir denken und das wir tun, ist geistiger Natur. Das heißt, man wird es eigentlich nicht trennen können. Die Arbeit, die man macht, ist geistig und lässt sich von dem, was gedacht wird, nicht trennen. Ich will es erstmal damit bewenden lassen und meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass vielleicht diese Denkweise doch irgendwie Raum greift. Komischerweise sehe ich diesen Materialismus auch ein bisschen an wie ein schwarzes Loch im Universum. Ich sage ja immer, dass das Universum ist ein Blick in ein Bewusstsein. Es ist nicht schon da oder so. Es ist nicht vorhanden und man könne nun Welten entdecken und so, sondern die Vorgänge, die im Universum stattfinden, beispielsweise die Planeten, die so sind wie Ideologien, die schwarzen Löcher, die uns hineinziehen in eine bestimmte Denkweise, in eine bestimmte Ideologie und wir können quasi gar nicht mehr hinaus. Das ist vielleicht so ähnlich wie der Materialismus, denn ihn zu überwinden scheint so gut wie unmöglich. Ja, also wie gesagt, ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bitte liked und abonniert, wenn irgend möglich und euch irgendwie angenehm. Und bis zum nächsten Mal, bis bald. Tschüss.